Moin allerseits. Vor ein paar Jahren haben wir uns ein neues Haus gekauft und auf dem Dachboden findet man ja oft Sachen, die der Vorbesitzer dort gelassen hat. Beziehungsweise Böden sind noch drin, die möchte man anders haben. Und in unserem Fall war es so, dass wunderschönes Laminat verlegt wurde. Dieses hier. Gerade wenn man Kinder oder Haustiere hat, ist Laminat eigentlich die schlechteste Variante, die man wählen kann, weil Kinder und Haustiere, darf man das eigentlich in einem nennen? Ja, ich mache es einfach, weil ich beides habe. Die achten halt nicht so drauf, wenn mal ein Glas umkippt oder so und man kriegt das nicht mit, dann hat man am Ende, passiert mit dem Laminat nämlich das hier. Und dann ist es kaputt. So, ist halt, ja, wenn man Student ist und sich seine Wohnung schön gestalten möchte, ist Laminat eine gute Variante für eine Mietswohnung. Da zieht man ein, da zieht man wieder aus, alles gut. Im Haus würde ich mir Laminat wahrscheinlich nicht nochmal verlegen. Aber Laminat hat durchaus eine Daseinsberechtigung und ich werde euch heute 5 Dinge zeigen, die man mit Laminat definitiv machen kann. Für das erste Projekt brauche ich nur eine Laminatdiele. Hier schneide ich einen 5 cm Streifen ab und verbinde diese danach mit Sekundenkleber. Wenn der Sekundenkleber getrocknet ist, schneide ich eine gerade Kante ab. Ja, das ist Nummer 1. Eine Low-Budget-Führungsschiene. Ich habe hier hinten drauf jetzt 120er Schleifpapier. Dadurch, wenn ich das aufs Holz lege, wackelt das nicht mehr. Das heißt, ich muss es nicht mehr festklemmen, ich kann es einfach drauflegen. Und ich habe ja die Nut und Feder hier dran. Ich könnte das sogar verlängern, könnte noch mal so ein Brett machen. Dann könnte ich sogar über 2,50 Meter das über die Länge machen. Da kriege ich auch die großen Sperrholzplatten in einem durchgejagt. Ich wollte ja schon länger eine Führungsschiene haben. Ich finde es toll, dass dieses Laminat hier jetzt nochmal eine tolle Verwendung gefunden hat. Das war die Nummer 1. Als erstes schneide ich Nut und Feder weg. Dann säge ich eine 45 Grad Gärung ein. Abhängig von den Kästchengrößen schneide ich jetzt die Seiten zu. Diese werden dann auch nochmal auf Gärung gesägt. Wenn alle Teile zugesägt sind, kommt der berühmte Gärungsklebebandtrick. Seitenteile ausrichten, verleimen und dann zusammenklappen. It's not too late.
Gut, und wenn er dann getrocknet ist, kann man die Papierstreifen abnehmen und dann hat man hier kleine Kästchen, die man dann mit Kleinzeug befüllen kann, wie in meinem Fall jetzt mit Schrauben und das Ganze dann in die Schubladen räumen. Sehr praktisch. Auf zum nächsten Projekt. Fürs nächste Projekt brauche ich die Dekopiersäge. Nachdem ich das Motiv vorgezeichnet habe, kann ich loslegen. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. Ihr Füchse habt es schon gesehen, es ist natürlich eine Fensterdekoration, die man sich schön ans Fenster hängen kann. In dem Fall jetzt Osterdeko. Ich lege das mal hier ein bisschen aus, damit man es besser sehen kann. Jetzt denkt ihr euch, Mensch Sascha, Ostern ist aber jetzt rum. Ich halte euch für fantasievoll genug, dass ihr das Ganze für in ein paar Monaten Halloween oder Weihnachten angleichen könnt. Dann kommen halt Fledermäuse, Weihnachtsbäume oder sonst was dran. In dem Fall habe ich jetzt Osterhasen genommen. Passt super. Als nächstes möchte ich mir kleine Untersetzer machen. Und zwar um Gläser, Flaschen oder sonst was herzustellen. Dafür habe ich meine Tischkreissäge ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich ich zeige es euch mal. Ich habe hier einen Streifen auf 60 Grad geschnitten und direkt angelehnt. So. Dann habe ich das Ganze festgeschraubt. Und als nächstes muss ich mir ermitteln, wie groß ich die Teile haben möchte. Ich hätte gerne 5 cm pro Seite. Jetzt schneide ich mir den ersten Schnitt ab. Machen wir mal etwas großzügig. Ich habe mir hier 5 cm drauf markiert. Das ist meine Bezugslinie, weil ich möchte die einzelnen Seiten des Hexagon, nämlich 5 cm lang sein.
frei umgehe. Ich habe jetzt quasi hier angefangen, den ersten Schnitt zu machen und diesen Schnitt lege ich jetzt quasi hier an. Und zwar an die 5 cm Linie. Und dann gehe ich weiter. Und wieder eins rum. Und schon habe ich ein wunderschönes Sechseck. Und Kanne, das heißt Untersetzer. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know. So, ich habe mir jetzt erstmal einen Kreis ausgeschnitten. Da werde ich jetzt mit dem 10er Bohrer 2 Löcher vorbohren. Dann nehme ich mir 2 Magneten. Dann nehme ich den Sekundenkleber. Und dann nehme ich mir einen meiner wunderschönen Aufkleber. It's the silence of the room. The way you turn before you bloom. Another shadow. Ist er nicht toll? Und ist das nicht ein traumhafter Kühlschrankmagnet? Where's my mind? Although I'm running up a hill. Gut, wir haben das Ende des Projekts mal wieder erreicht. Ja, ich bin sehr zufrieden, was man alles aus Laminat machen kann. Im Zuge dessen sind mir noch viele weitere Sachen eingefallen. Vielleicht mache ich noch mal ein 5 weitere Dinge, die man mit Laminat machen kann, Projekt. Schreibt es mir doch in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Dann plane ich das für die nächsten 6 Monate mal ein. Besonders glücklich bin ich über die Führungsschiene, die ich jetzt endlich habe und auch schon angewandt habe. Finde ich eine super günstige Variante. Ja, wie viel kostet normalerweise eine Führungsschiene? So um die 60 bis 100 Euro habe ich hiermit gespart. Finde ich klasse. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Macht's gut. Euer Sascha.